Es ist für Leute, die Freude haben an einem technischen Produkt, die Freude haben an einer genialen Idee, die sagen, das Beste an dieser Brille ist ganz sicher, dass ich sie ständig bei mir habe. Einmal kommt eine Idee und dann sagt man, ja, wie könnten wir jetzt eine kleine Brille machen? Es gibt tausende von verschiedenen Brillen auf dem Markt. Und dann ist die Idee gekommen, eine Kreditkartengrösse. Und dann kommt einfach die Entwicklung, dann fragt man sich nachher, kann man die Brille in der Mitte zusammenlegen? Wie tut man die Nasenbügel machen, dass sie schlussendlich auch auf der Nase ist? Und dann hat man Gläser, wo man eben Form geschnitten auf einer Maschine einfach drehen kann. Dass es filigrane Arbeit ist, das sieht man natürlich, wenn man da nicht eine riesen Brille machen will. Und das Wort gefällt mir eigentlich mal so zu uns, passt schon die Hightech-Schmiede. Man macht etwas und es ist geschmiedet oder eben dreht oder bogen oder so und das macht man eben nicht automatisch. Das ist von Hand gemacht und nicht in riesen Stückzahlen, aber einfach für Leute, die einfach so etwas sehen und Freude haben, dass es so etwas gibt. Und dann braucht es eben Fingerspitzengefühl, oder, wo man etwas von Hang muss mitmachen, mitdrehen. Und es ist ja so zwischen Hightech in den Maschinen innen, aber auch Hightech in den Fähigkeiten von dem Mann, der die Brille schlussendlich fertigen. Swiss Qualität gibt es so ein, weil wir eine Mentalität haben, dass wir Qualität herstellen wollen. Und für das ist eine gewisse Emotion vorhanden. Ich denke, wenn man die Brille in die Hand nimmt oder die Brille besitzt, macht die nach Freude.